Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Schön habt ihr wieder eingeschaltet, Sonntag 16 Uhr und wir sind wieder mal, wo so? On track. Wir sind ziemlich offroad irgendwo nirgendwo an diesem wunderschönen Plätzchen. Oh ja. Es fühlt sich ein bisschen an wie an der Karibik und wir genießen es hier sehr. Wir wurden aber auch ein bisschen gedämpft, weil wir sind jetzt sehr oft Offroad gefahren und das hat ein Stück nicht so gut mitgemacht. Nein, ich zeige euch das mal. Und zwar haben wir den Heckträger hier und wir haben das jetzt gesichert mit Spannsets, also mit Zurgurten, weil uns hier unten die Metallplatte abgebrochen ist. Und das hat natürlich damit zu tun, dass hier der Drehpunkt ist und das dann ständig wackelt. Und beim Offroad-Fahren logischerweise war das ein bisschen zu viel Gewackel und dann ist uns das abgebrochen. Und jetzt ist eigentlich unser Plan, nach Denver, Colorado zu gehen. Und zwar schneller als expected natürlich. Genau, wir müssen jetzt halt ziemlich zügig dahin. Wir haben einen Termin dort bei der Firma Bliss. Weil für die, die es wissen, die Firma Bliss ist ja aus Holland, hat aber auch eine Niederlassung in Denver, Colorado. Und wir sind in gutem Kontakt mit denen und die ersetzen uns jetzt das kaputte Bauteil, Plättchen, whatever. Und ja, das bedeutet jetzt halt für uns ein bisschen fahren. Und ja, es ist noch eine ziemliche Strecke von hier. Es müssten etwa 2300 Kilometer sein. Und die müssen wir jetzt in ziemlich kurzer Zeit hinter uns bringen, damit wir das Problem gelöst haben. Jetzt provisorisch hält das tipptopp, aber wir können natürlich nicht so die ganze Panamericana bereisen. Ja? Nope, no chance. Und wir hoffen, dass in der Zwischenzeit aber unser Motorrad bei uns bleibt. Das bleibt bei uns. Das bleibt hoffentlich bei uns. Und ja, dann müssen wir schauen, ob wir dann halt wieder zurück in den Norden der USA fahren. Oder ob wir halt eine ganz andere Route einschlagen. Wir haben Freunde, die uns besuchen kommen. Darum sind wir jetzt ein bisschen getimed in unserem Terminkalender. Ja. Ja, wir lassen es einfach auf uns zukommen. Es ist jetzt halt so, dass wir den Teil, den wir eigentlich gar nicht kennen, von den USA skippen müssen. Vorläufig. Aber wir halten euch ganz sicher auf dem Laufenden und ihr werdet sehen, wo uns unsere Reise noch überall hinführt. Und naja, das gehört einfach zum Reisen dazu. Und Material kann brechen und deswegen geht es jetzt darum, das zu fixen und so schnell wie möglich sich wieder auf das Reisen zu konzentrieren. Gell? Richtig. Oh je, glücklicherweise hat Thiago das gesehen. Das ist hier ein Drahtseil, das hier einfach so mitten im Wald aus dem Boden reicht. Ist auch beschissen, ey. Wenn man hier rüber fährt, dann ist der Pneu wahrscheinlich durch. Wir sind Manu und Thiago auf der Reise entlang der Panamericana von Nord nach Süd. Weiter geht's mit unserem Abenteuer. Vancouver darf natürlich nicht fehlen und danach überqueren wir endlich die Grenze in die USA.
USA! Was ist dein Struggle? Ja, jetzt schaut euch das mal an, ich habe es noch nie gesehen. Sprite Zero, da kannst du hier einfach so verschiedene Flavors? Geschmackssorten dazu wählen. Das geht aber auch hier bei Fanta. Schaut euch das mal an, noch nie gesehen in Europa. Thiago ist im Himmel. Welcome to America. Ja, erstes Mal Wendy's. Ich bin total überfordert. Schon mit dem Getränk überfordert, ey. Wahnsinn. Aber es schmeckt. Das ist wieder mal übel gesund. Oh. Und wie ist es so, in den USA zu fahren? Ehrlicherweise, bis jetzt war die Straße besser wie in Kanada. Aber wir sind auch nicht so viel auf dem Trans-Canadian Highway gefahren. Und jetzt fahren wir natürlich viel Highway, weil wir ja nach Denver müssen. Genau. Genau, für die, die es nicht mitbekommen haben, unser Heckträger fällt leider auseinander und unser Motorrad da drauf hält auch nicht mehr so gut. Und darum müssen wir jetzt auf schnellstem Weg nach Denver und ja, schauen danach, wie es weitergeht. Darum nehmen wir euch jetzt mit auf diesen kurzen Roadtrip von 2000 Kilometer. Willst du noch was sagen? Es sind 2545 Kilometer. Oh mein Gott. Willkommen in unserem Lieblings-Fastfood-Restaurant. Wie heißt das, Thiago? Chick-fil-A. Und warum lieben wir das so? Wegen dem hier. Ja, und das Chicken hier ist auch sehr lecker. Ich zeige euch da, das ist mein Burger. Darf ich vorstellen? Burger, Freunde Burger. Lecker, lecker. Ja. Also es ist jetzt so, bis wir in Denver sind, ernähren wir uns eigentlich nur von Fast Food, damit wir halt auch so uns dem Land ein bisschen anpassen. Und Chick-fil-A ist unser Lieblings-Fastfood hier, weil die Läden sind immer sehr schön eingerichtet, das Personal ist immer so nett, es ist so ein bisschen auf Premium-Fastfood gemacht. Und wie ihr sehen könnt, ist es lecker, ne? Richtig lecker. Ja, ich wollte eigentlich nicht so viel Chicken essen wegen dem Antibiotika, aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Also, kurzes Fazit. Wir sind seit gestern unterwegs und fahren jetzt so ziemlich nonstop alles durch nach Denver. Heute sind wir schon 6 Stunden unterwegs, 5,5, 6 Stunden. Und es ist jetzt 2 am Nachmittag und Thiago hat das Reißen, nochmal 6 Stunden zu fahren. Darum werden wir jetzt ein bisschen Fastfood reinhauen für die Seele. Und dann geht es weiter, mal schauen, ob wir es schaffen. Und morgen dann über Wyoming vielleicht schon nach Colorado zu kommen. Das wäre das Ziel. Ja, im Moment kommen wir super gut durch. Fast keine Menschen auf der Straße. Hier ist es sehr dünn besiedelt, Montana. Sehr schöne Natur. Ja, macht Spaß zu fahren. Okay, let's go!
nebligen Yellowstone-Gebiet. Ich muss da ein bisschen weg, weil Thiago ist so schon am Heizen. Oh, Leute, es ist echt kalt. Und wir haben hier irgendwie auf einer Pferderanch geschlafen. Soll ich euch das sagen? Gehen wir mal schauen. Hast du gut geschlafen? Ja, gut geschlafen. Es ist richtig kalt geworden. Schaut euch, sogar die Spiegel sind angelaufen jetzt. Ja, das ist das erste Mal, dass es so richtig kalt wurde in der Nacht. Nice. Wir haben diesen Platz gefunden, es war schon dunkel und wir wussten nicht genau, ob das ein Pferdehof ist. Aber es stand, dass man sich hinstellen darf. Und jetzt sind wir heute Morgen aufgewacht und es sieht super aus. Ich glaube, hier vorne ist irgend so ein Sportplatz. Wir haben sehr gut geschlafen. Heute geht's weiter. Wir fahren nochmals wie viele Kilometer? Es sind jetzt nochmal 980 Kilometer to do. Ja, ich dachte, wir wären schon weiter. Ja, dann let's rollen. Ja, richtig. Wo sind wir heute? Im IHOP. Was ist das? Ein Frühstücksrestaurant von Nordamerika. Kann man hier 24 Stunden frühstücken? Yes, das kann man, wenn man das möchte. Love it! So, wir haben gefrühstückt. Jetzt schauen wir mal, wie es unserem Heckträger geht. Ob unsere Honda überhaupt noch da ist. Was sagst du? Die hat jetzt schon einige tausend Kilometer überlebt. Also einige tausend sind jetzt. Es waren jetzt 1400 oder sowas. Und jetzt muss sie nochmal 950.000 so. Und dann hat sie es geschafft und dann wird sie hoffentlich repariert. Juhu! Ja. Das Lustige ist, also wir sind jetzt 2-3 Tage hier in den USA und es fühlt sich schon ein bisschen anders an wie Kanada. Die Leute sind zwar interessiert am Fahrzeug, aber sie zeigen es gar nicht so. Sie fahren eher so vorbei und schauen es sich an, wenn wir nicht da sind. Und Kanada, da ist man halt ausgestiegen und da sind sie alle hergekommen und haben gefragt. Und eigentlich ist das mal eine entspannte Abwechslung. Ich zeige euch den Heckträger. Ja, sieht nach safe aus. Geht schon. Im schlimmsten Fall könnten wir somit auch nach Südamerika fahren. Oder? Ah ja, natürlich. Das ging auch, ja. Thiago, in welchem Bundesstaat sind wir jetzt? Montana. Nein, it's wrong. It's wrong. Oh ja, stimmt. Wir sind ja schon wieder ein Zweiter. Wir sind jetzt in Wyoming. Oh mein Gott, he's the driver. Ja, ich weiß ja wenigstens, wo ich lang fahren muss. Aber jetzt hatte ich ein bisschen Krise. Ja, jetzt müssen wir eine Pause machen, weil wir sind eigentlich nur am Fahren. Aber es ist schön hier. Ach, Wyoming, das ist sehr cool, um durchzufahren. Wir schauen uns das bestimmt noch genauer an, wenn wir von Denver zurück sind. Aber die Aussicht ist stunning, nicht wahr? Okay. Wir haben noch gar nichts erzählt über unsere Grenze, gell? Nein, das war auch eine Erfahrung. Und wir waren ja ein bisschen nervös, über die US-Grenze zu gehen, weil das letztes Mal mit Thiagos Visum in Alaska nicht so gut geklappt hat. Dieses Mal, Trommelwirbel, hat's geklappt. Es war tatsächlich ganz ein netter Grenzbeamter und ja, der hat dann das, wie heißt das Formular, AI 94, gell? Genau, ja.
hat er dann neu oder musste ich neu ausfüllen, kostet jetzt seit dem 30. September nicht mehr $6, sondern $30. Und dann haben wir das bezahlt, dann muss ich wieder Fingerabdrücke abgeben und so. Und jetzt bin ich wieder gut für 6 Monate. Ja, wenn wir das nicht machen hätten müssen, dann wären wir eigentlich nur durchgewunken worden nach dem Check. Aber somit mussten wir in ein Terminal rein und das alles bezahlen. Und wir wurden nochmals befragt, beide, Ja. Was wir so auf unsere Reisen machen. Aber auch dort war es sehr, sehr freundlich. Sehr. Und irgendwann sind wir dann zurück zum Fahrzeug. Und wir mussten halt unsere Schlüssel drin lassen. Ja, das war auch die Anweisung. Wir sind dann rausgewunken worden und dann auf dem Parkplatz und da hat er gesagt, wir müssen alle Schlüssel im Fahrzeug lassen. Und wir haben uns dabei eigentlich zuerst gar nichts gedacht, gell? Nee, wirklich nicht. Ja, vielleicht so ein Notfall, damit sie das Fahrzeug wegfahren können. Notfall. Nee, das war kein Notfall. Die Amis machen wie sagt man dem, stille, nicht Untersuchung, Doch, stille ja, Durchsuchung. Durchsuchung, ja. Genau, so nennen sie das und das ist legal. Sie dürfen ohne deine Anwesenheit und ohne dass du es weißt, das komplette Fahrzeug durchsuchen. Ja. Das haben sie auch gemacht bei uns. Die haben alles aufgekriegt. Ja, die hatten hier beim Biggie die Seitentüren aufgemacht. Sie haben, also die Box haben sie nicht aufgemacht, aber sonst rundherum haben sie alle Kisten aufgemacht. Sie waren drin im Aufbau. Kühlschrank haben sie durchsucht und die Vorratsschublade haben sie aufgemacht und so. Und die Kleider waren ein bisschen durchwühlt. Ja. Das war nicht so cool, ehrlich gesagt. Aber naja, andere Länder, andere Sitten. So ist es halt, gell? So ist es und glücklicherweise haben sie nichts gefunden und wir durften dann auch wieder gehen. Ja. Also so, Fazit. Ich glaube, wir haben jetzt die zweite US-Grenze. Und ich glaube einfach, dass es halt steht und fällt mit der Person, die da die Kontrolle macht. Ja. Also wenn die gut drauf ist, wenn die eine nette Person ist, dann geht das alles relativ gemütlich von dannen. Und wenn das halt ein bisschen ein anders eingestellter ist, der hat ein bisschen auf Konfrontation, Krawall will ich jetzt nicht sagen, aber Konfrontation ist, dann kann es halt durchaus sein, dass das Ganze ein bisschen länger dauert und auch ein bisschen mühsamer ist. Aber wir sind jetzt in den USA, das wisst ihr ja schon, und genießen jetzt die Zeit im Fahrzeug, weil wir unterwegs Richtung Denver sind. Und deswegen gibt es noch ein paar Kilometer zu raffeln, aber das schaffen wir. Und dann geht es zu Bliss, um unseren Heckträger hier zu reparieren. Auf Social Media gesehen, die hat es uns immer angezeigt und jetzt sind wir an einer vorbeigefahren und jetzt wollen wir uns die mal anschauen, was die so kann, weil wir müssen noch ein bisschen Zeit totschlagen, weil wir sind in Denver, also nicht ganz in Denver, aber an einem von diesen 27 Vororten und jetzt schlagen wir noch ein bisschen Zeit tot, gell Thiago? Das ist so, jetzt gehen wir schauen, was der Bussis oder wie der heißt, wie auch immer das ausspricht. Was der so kann. Was der so kann. Zeig mal. Also hier gibt's alles. Stand jetzt. Buc-ee's, eine Tankstelle, die eigentlich keine Tankstelle mehr ist. Eher ein Erlebnispark für Autofahrer. Hier gibt's gefühlt 100 Zapfsäulen, eine Einkaufshalle so groß wie ein Supermarkt und das Maskottchen ist ein Biber. Überall. Von Snacks über T-Shirt bis hin zu Weihnachtsdeko. Alles mit Bibern drauf. Und ja, das Highlight, angeblich die saubersten Toiletten der USA. Thiago hat's getestet. Stimmt tatsächlich. Hier ist schon Weihnachten. Und die Manuela hat was gefunden. Ich bin schon ready für das nächste All-Inclusive-Hotel. Drinks all for free. Aber wir waren mal in Mexiko und wir haben gesehen, wie sie tatsächlich mit denen im Pool rumlaufen.
ist schon witzig. Sie nehmen das sehr ernst. Ja Leute, das ist echt crazy, was hier alles zu kaufen gibt. Man würde es gar nicht glauben, aber es ist immer noch eigentlich nur eine Tankstelle. Leute, das ist zu crazy, was hier drin abgeht. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Tankstelle gesehen. Du schon? Nee, noch nie. Das ist echt der Wahnsinn hier. Also das geht unter keine Hut, oder? Ja, die haben hier so ein das Essensbuffet, wo die dann rufen, was sie gerade am Schneiden sind. Wenn sie da so Brisket am Schneiden sind, dann rufen sie das durch die ganze Tankstelle und dann kommen die Menschen und holen da ihre Sandwiches mit dem Brisket ab. Das ist so wild. Ja, und sonst ganz viel gesundes Zeug hier. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind hier, was sind wir, westlich von Colorado. Wir haben hier jetzt geschlafen an dem Spot. Und ja, jetzt haben wir es tatsächlich hinter uns. Da ist die Manu. Wir sind in der Nähe vom Rocky Mountain National Park. Ja, richtig. Dort haben wir jetzt übernachtet. Und heute geht es zu der Firma Bliss. Die hat eine Vertretung hier in Colorado. Und da gehen wir unseren Heckträger reparieren. Uns hier ist ja da eine Platte abgebrochen. Und jetzt hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Sollte eigentlich kein Ding sein, aber ihr wisst ja, wie das ist. Man muss immer wieder mal schauen, ob das wirklich so ist. Und wir sind, waren das 2500 Kilometer hierher gefahren. Also war wirklich auf die Zähne beißen. Und jetzt mal schauen, wie das rauskommt. Ich denke, wir sollten in einem Tag eigentlich fertig sein. Unser finaler Stopp. Wir sind endlich angekommen. Nach 2450 Kilometern erreichen wir Spencer in Denver, Colorado. Hier wird der Heckträger gefixt, die Teile aus Holland montiert und nach 8 Stunden Arbeit ist Big Shrek wieder straßentauglich. Wie sieht's aus? Ja, aktuell sind wir dran. Wir haben jetzt die Träger ersetzt. Ich kann euch das mal zeigen. Die hier. So. Das Teil hier war gebrochen. Die Platte hier. Das kann man. Sieht man das hier gar nicht? Hier sieht man es nochmal.
Es war hier so dran und es ist hier abgebrochen. Somit ja, haben wir das jetzt ersetzt. Und jetzt mussten wir noch ein bisschen schleifen auch. Hat nicht ganz gepasst, wir mussten da ein bisschen anpassen hier. Aber jetzt sieht es wirklich gut aus. Jetzt machen wir das wieder hin. Und dann hoffen wir, dass wir das alles wieder so hinkriegen, wie es vorhin war. Und dann geht es wieder los, alles aufzuräumen. Die ganzen Schlingen. Hier die blauen sage ich schon, die orangenen Schlingen, die ihr hier seht, sind unsere Abschleppseile. Die haben wir hinten im Rad drin. Die haben wir natürlich logischerweise jetzt auch abmontiert. Und somit ja, haben wir noch ein bisschen zu arbeiten. Gell? Ich finde es gut, dass du heute deine Sicherheitsschuhe mal angezogen. Immer habe ich die an, immer. Schön habt ihr diesen Ritt nach Denver mit uns gemacht. Jetzt geht's etwas gemächlicher weiter. Auch wenn die USA so viele Highlights zu bieten hat, die wir euch unbedingt zeigen möchten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schreibt uns einen Kommentar. Wir freuen uns und sehen uns nächste Woche.